Exzellenzen, liebe Freunde und Kollegen des diplomatischen Korps, Bruder Rabanin, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Kirche, sehr geehrte Mitglieder der Raoul Wallenberg Stiftung, meine Damen und Herren, liebe Gäste, guten Abend. Ich freue mich, Sie am heutigen Abend hier begrüßen zu dürfen. Gerne haben wir unsere Türen geöffnet und sagen nun herzlich willkommen in unserem israelischen Zuhause in Berlin. Gemeinsam mit der Raoul Wallenberg Stiftung haben wir Sie eingeladen, bei der Verleihung der Raoul Wallenberg Medaille an Pfarrerin Annemarie Werner dabei zu sein. Es ist wunderbar, dass Sie alle gekommen sind. Es gehört zu den wenigen Privilegien eines Rabbiners, noch dazu eines Emeritierten, dass er sich nicht in den Feinheiten der diplomatischen Rangfolge und Anrede auskennen muss. Und so sage ich hier, Roter Gabriel, vielen Dank für die Einladung und vor allem vielen Dank, dass ich heute Abend ein paar Worte an Sie richten darf. Lieber Danny Rainer, Vizepräsident der Raoul Wallenberg Foundation und außerdem noch Chef des Büros der Foundation in Israel und weltweit, Kotarat und last not least die Preisträgerin dieses Abends, sehr geehrte Frau, nein, nicht sehr geehrte, liebe Frau Annemarie Werner. Bevor ich, wie ich gefragt wurde, es zu tun, einige Worte über und zu Ihnen sagen werde, vor allem über Sie sagen werde, soll nochmals der historische Background, die historische Kulisse genannt werden, wie es überhaupt dazu kommt, dass in der israelischen Botschaft in Berlin ein Preis an eine Pfarrerin der protestantischen Kirche überreicht wird. Da muss etwas geschehen sein, dass es dazu gekommen ist. Mr. Ambassador, first of all, I would like to express my gratitude on behalf of the Foundation for your gracious hosting of this ceremony. I cannot think of a more proper and symbolic venue to pay our tribute to Annemarie Werner. Distinguished guests, religious and community leaders, ambassadors, ladies and gentlemen, it is a great honor for me to be here today, representing the International Raoul Wallenberg Foundation on the occasion of the bestowal of the Raoul Wallenberg Centennial Medal to Pastor Annemarie Werner. I would like to start by conveying the warm greetings from the chairman of our foundation, Mr. Eduardo Eurnekian, who unfortunately was not able to be with us this evening. Dear friends, we cannot think of a worthier recipient of this award than Pastor Annemarie Werner. This tribute is a token of recognition to her. She's a Protestant pastor, and my understanding, I'm not a theologist, but I think that a pastor is a leader who leads a congregation with compassion and with forceful leadership. And I think that knowingly or unknowingly she follows the steps of other pastors, Protestant pastors that come to my mind, like André Trocmé or Mark Beckner, Charles Guillaume, and Eduardo Teis, who led the efforts at the village of Chambon-sur-Lignon in France to rescue hundreds of Jews during the Second World War. So I think she was brought up by that legacy. It is a great privilege for us to present the Raoul Wallenberg Centennial Medal to Pastor Annemarie Werner, who from her very early days, childhood days, she devoted herself to serve the community, primarily its less privileged members, the downtrodden souls. She did and does so through volunteer work in church, in youth clubs, and everywhere. I saw it with my own eyes.
She has always built bridges between religions, trying to eradicate what she refers to as the wrong Christian attitude to Judaism. She's very courageous, I must admit, bold and outspoken, and in doing so she does not fear to be criticized by her peers. And she has a deep understanding of the evil that gave rise to Nazism in her country, Germany. And here again, she's not one bit afraid to voice her opinion and condemn any attempt to downplay the horrors committed by the previous German generations. She fully understands the special bond between the German and the Jewish people, including the very singular relationship with the State of Israel. In this context, I would like to mention that as of 2004, her church, Vatermose, hosts a beautiful replica of the mural which commemorates the victims of the Shoah and those who were killed in the terrorist attacks perpetrated in Buenos Aires in the decade of the 1990s against the Israeli embassy and afterwards the Amia Community Center. In the story of Raoul Wallenberg, we should like to emphasize that he was a hero but also a victim. In fact, he was imprisoned by the Soviets on January 17, 1945, never to be seen again. We are committed to find out what happened to him, and in this context, we have offered a 500,000 euro reward for any scientifically reliable information regarding his fate, and also the fate of his driver, Vilmos Langfelder, who was kidnapped with him. Amongst our latest projects, I would like to highlight two of them. The Houses of Life initiative, aimed at identifying and marking physical sites which gave shelter to innocent people during the Shoah, especially children. The first two Houses of Life have been inaugurated last month in Florence and in Rome, in two Catholic convents. The other major project we're involved in these days is a worldwide research to identify and recognize Turkish rescuers of Armenians in the genocide that took place almost 100 years ago. To conclude, I would like to quote Chairman Eurnekian's words on this occasion, and I quote, "It is a great honor for the International Raoul Wallenberg Foundation to present this award to our dear friend, Pastor Annemarie Werner, a great and outspoken defender of all those in need, a staunch supporter of interfaith dialogue, a valuable promoter of the legacies of the rescuers. On behalf of the International Raoul Wallenberg Foundation, I congratulate Pastor Annemarie, my dear friend, on this well-merited recognition, the Raoul Wallenberg Centennial Medal, and I call again upon Rabbi Stein and the ambassador to present the medal to Annemarie. Please. Come, Annemarie. Verehrte Exzellenzen, sehr geehrte Eminenzen, liebe Freunde. Ich fasse das noch so gar nicht recht, weil eigentlich habe ich gar nichts Besonderes gemacht, sondern nur den Versuch unternommen, das Richtige und Rechte an einigen Stellen zu tun. Und ich bin sehr, sehr dankbar, sehr verehrter Herr Botschafter, zunächst Ihnen. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir
überhaupt hier in diesem Hause sein dürfen. Und nicht nur um der Vergangenheit willen, sondern auch um der Gegenwart willen. Als in diesem Sommer die Wellen des Antisemitismus und des Anti-Israelismus hochschlugen, waren es peinlicherweise die Betroffenen selbst, der Zentralrat der Juden, der eine Veranstaltung dazu initiiert hat, und ich schäme mich dafür. Und neben dem großzügigen Botschafter des Staates Israel, der uns sein Haus heute hier geöffnet hat, möchte ich vielen guten Lehrern danken. Und da will ich zwei mir ganz besonders wichtige stellvertretend nennen. Aus der evangelischen Kirche Bruder Weckerling, der in diesem Jahr mit 102,5 Jahren gestorben ist und der im Übrigen sehr konsequent bei aller Entschiedenheit, mit der er einmal zur bekennenden Kirche gehört hat, bei allen Brücken, die er geschlagen hat, bei all seinem Engagement für Aktion Sühnezeichen und viele andere Organisationen, bei allen Dialogen und Begegnungen, die er initiierte, für sich konsequent jede Ehrung abgelehnt hat, weil er sehr klar aussagte über die Tatsache, dass er als illegaler Pastor der bekennenden Kirche eingezogen wurde zur Wehrmacht. Ich war nur Funker. Aber selbst mit diesem kleinen Beitrag habe ich dazu beigetragen, dass Auschwitz hinter der Front möglich war. Solch klares Eingeständnis wünschte ich mir öfter. Solch Gespür für das Unrecht, das wir bei so mancher Ikone aus der Literatur oder der Politik schmerzlich vermissen mussten und müssen, wie sich in diesen Tagen wieder zeigt. Und für die jüdische Seite ist mein wichtigster Lehrer Herr Rabbiner Stein, den ich fragen darf, wenn es um wichtige Dinge geht, zu entscheiden. Und ich denke, auch das ist nicht selbstverständlich. Auch das weiß ich wohl. Herr Rabbiner Stein verkörpert all das, was ich von der Größe und Weisheit des Judentums habe lernen dürfen. Es wird zurzeit sehr viel Aufhebens gemacht um die Diskussion, dass Israel noch deutlicher ein jüdischer Staat werden könnte. Bei all dem Enthusiasmus, mit dem die Goyim, die Völker und Nationen sich überschlagen, islamische Staaten anzuerkennen und zu führen, muss ich gestehen, dass mich ein durch und durch jüdischer Staat viel weniger ängstigt. Wenn wir Mahnwachen und Gottesdienste veranstalten vor Abschiebegefängnissen, um Würde und Leben von Flüchtlingen und Fremden zu schützen, dann tun wir das oft mit Versen aus der Tora auf unseren Spruchbändern. Wenn wir in unserer Welt überhaupt ein wenig Menschlichkeit gelernt haben, dann haben wir das von den Geboten des Sinai und aus der Tora gelernt. Und wir haben das Glück, dass der Rabbi aus Nazareth diesen hohen Schatz der Liebe zu Gott und den Menschen auch uns zugänglich gemacht hat. Das, was uns zusätzlich heute Abend verbindet, ist das Andenken an Raoul Wallenberg, der sich nicht beschränken ließ, nicht von diplomatischen Üblichkeiten und nicht von Regularien oder Menschenfurcht, um das Rechte und Richtige zu tun. Die Welt hat ihm das leider erst sehr spät gedankt. Aber immerhin haben wir die Chance, dass das Wissen darum, dass ein Einzelner viel bewirken und verändern kann, wenn er die üblichen Bequemlichkeiten und Schranken übersteigt, dass dieses Wissen Früchte trägt.
Es ist mir nicht nur immer eine große Ehre gewesen, die Wallenberg Stiftung vertreten zu dürfen, sondern immer auch eine Ermutigung, Einschränkungen und Beschränkungen nicht stehen zu lassen. Und ich hoffe, um Gottes und der Menschen willen, dass es uns gelingt, möglichst viele künftige Generationen damit zu infizieren. Herzlichen Dank.